Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast. Heute sprechen wir über die Entstehung einer Seele und die Ursprungsenergie, die Ursprungseltern. Sehr spannend. Bevor wir beginnen, lasst uns doch bitte ein Like da und wenn es euch später gefällt, vielleicht auch einen Kommentar. Damit unterstützt ihr uns tatsächlich sehr, sehr, sehr. Dankeschön. Liebe Biene. Lieber Benny. Wo fangen wir denn da bitte an? Ja, das ist auch wieder so ein komplexes Thema, dass man es eigentlich gar nicht so genau weiß, wo man da anfangen soll. Gell? Vielleicht, dass man damit anfängt, dass ein jeder Mensch neben seinen irdischen Eltern, die ja ganz wichtig sind und denen man auch wirklich gar nichts wegnehmen will von der Wichtigkeit, aber auch noch etwas haben, was über diesen persönlichen Eltern steht, nämlich Ursprungseltern. Und diese Ursprungseltern auserwählt sind, Lichter zu erschaffen, also Leben zu erschaffen. Und dieses Leben, was erschaffen wird, oder dieses Licht, was dann zum Leben wird, durchläuft ja ganz, ganz viele Phasen und letztendlich wird dann dieses Licht irgendwann zu einem Menschle. Und dann ganz viele Male ein Menschlein. Aber spulen wir wieder zurück. Was ist denn eine Seele ganz als allererstes? Was ist denn da eine Seele? Reine Energie, Licht, die erschaffen wird, also eben von Ursprungseltern, die Wesen, die auserwählt sind, so ein Leben zu erschaffen. Also das darf ja auch nicht jeder im Universum. Mhm. Und da spielt es schon mal eine Rolle, so grundsätzlich jetzt, aus welchen Bereichen kommt diese Ursprungsenergie. Unser Universum ist ja aufgeteilt in verschiedene Frequenzen. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob du Ursprungseltern aus El Shaddai hast oder Ursprungseltern aus Shekinah oder Ursprungseltern aus der Sternensaat, aus der Frequenz der Engel, den Elohims oder der Christusenergie. Und das hat schon eine Bedeutung. Und deine Ursprungseltern an sich haben natürlich auch eine tiefe Bedeutung, weil die tragen ja auch schon bestimmte Töne mit Fähigkeiten und Struktur in ihrer Energie und erzeugen dann eben diese Energie und dieses Licht. Und wenn dieses Licht erzeugt ist, also ich erzähle es wieder mit menschlichen Worten, ja, wird über dieses Licht eine Art Membran gezogen, ein Schutz. Und dann wird dieses Licht zu verschiedenen Stationen oder Planeten gebracht. Sind damit richtige Planeten gemeint oder auch wieder Felder, energetische Felder im Wirklichen? Beides. Also es ist beides. Das ist eigentlich eine sehr lange Reise, die so ein Licht in diesen zirkulierenden Membran, das ist halt ein menschliches Wort, gell? Da unternimmt und bestimmten Stellen, ob jetzt bei einem Planeten oder bei einem energetischen Feld, werden so viel energetische Ströme ausgesendet, dass Prägungen entstehen. Sozusagen hat jeder Planet eine eigene Frequenz und Besonderheiten, die dann übertragen werden auf die Seele. Genau. Also ein Lichtabdruck sozusagen. Also es ist jetzt nicht, dass die ganze Energie des Planeten oder des energetischen Feldes auf dieses Licht übertragen wird, sondern es wird ein Abdruck, wird sozusagen als Prägung eingebettet. Aber das ist noch etwas rein Energetisches, also man inkarniert nicht auf diesem Planeten oder so? Man wird da vorbeigetragen sozusagen und nimmt die Schwingung auf? Genau, man wird als energetische Zirkulation, als energetisches Licht mit dieser Licht in einer Lichtkugel, so könnte man es auch benennen, kreist man dann praktisch im Universum, um bestimmte Prägungen aufzunehmen. Und das ist schon ein Prozess, der sehr intensiv ist
und der vieles mit dem Licht macht. Also das ist eine Vorbereitung. Mhm. Da fängt ja eigentlich schon diese Individualisierung einer Seele eigentlich an, ne? Genau. Und je nachdem, wie intensiv diese Prägung ist, sind auch die Töne dazu. Also unser Universum besteht ja hauptsächlich aus Tönen. Also das ist auch wichtig zu wissen. Ja, es gibt ja in dem Sinn keine Sprache, sondern es gibt Töne. Und diese Töne in bestimmten Frequenzen werden dann eben eingebettet. Und wenn du lange genug umhergereist bist, hast du dann deine Prägung. Dann wirst du noch zu dem Feld der 12 getragen. Das ist ein Feld der Schutzengel. Das ist auch sehr wichtig. Und dort werden sozusagen diese Fähigkeiten, die du bekommen hast, was ist jetzt da das menschliche Wort, wie könnte man das beschreiben? Am besten würde passen zum Leben erweckt, also eine Lebendigkeit erzeugt, wo man einfach sieht, dass diese Zirkulation zunimmt und diese Töne der 12 werden in dir eingebettet und gleichzeitig wird dann von diesem Feld aus, was sehr wichtig ist, dein persönlicher Schutzengel eingebettet, weil wenn du vorbereitet wirst, dass du in die Dualität gehst, wird alles in dir eingebettet, was geht, was die geistige Welt einbetten darf, dass du alle Möglichkeiten hast in der Dualität, um dich zu erinnern, zu erwachen, dich auszudehnen und du jegliche Hilfe in dir trägst, die du dazu brauchst. Und dazu gehört der Schutzengel, der Botschafter der Liebe. Wo wird dir mitgegeben? Das wird ganz zum Schluss gemacht. Also bevor du dann in die Dualität gehst, wird sozusagen, also von dem Feld der 12 wird über dieses lebendige Licht nochmal eine Membran gelegt. Und dann gehst du zurück zu deinen Ursprungseltern. Dann wird sozusagen, also es sind jetzt menschliche Worte, ja, gell? Natürlich, geht nicht anders. Wird alles nochmal überprüft. Also welche Töne hast du aufgenommen? Welche Prägung hast du aufgenommen? Ist die Zirkulation ausreichend, damit du in der Dualität auch tatsächlich zu Mensch werden kannst? Das ist auch wichtig. Und dann wird ein Ritual vollzogen. Und wir hatten es mal bei Avalon. Im Universum ist es ähnlich, nur halt nicht mit Sprache, sondern mit bestimmten Gesängen. Werden dann diese Töne mit Gesängen und einem Ritual vorbereitet und da wird sozusagen der Botschafter der Liebe eingebettet. Es ist also selbst im Universum ist es ein spiritueller Prozess oder ein Prozess, der bewegt. Und der Botschafter der Liebe ist? Der Botschafter der Liebe ist ein Gottesgedanke. Also dir wird sozusagen etwas mitgegeben, was so rein ist, dass in der Dualität dort nichts aufgenommen werden kann. Also dieser kleine Funke, dieses kleine energetische Lichtlein kann keine Dualitätsenergie aufnehmen. Bleibt rein. Es ist ein reiner Gottesgedanke mit dem Gottesgedanken des 5. Elements auch. Also ein Partikel Gottes, das du mit dir trägst. Ja, genau. Das aber lebendig ist und ein Bewusstsein trägt, ne? Genau. Das ist lebendig und trägt ein Bewusstsein, ist ganz eng mit dir verwoben, also ganz eng mit dir verbunden und soll dich auch immer erinnern, wer du bist. Also so war das eigentlich mal gedacht in Lemurien. Also man müsste dann zurückgehen und sagen, okay, wie war das in Lemurien? Also ganz am Anfang, die erste Inkarnation genau. als Mensch. Also das ist ja, wir reden jetzt von einem Prozess, wo es schon Dualität und Körper gibt, wo du dann mit den Sevaya-Engel, das ist eine
Engelsgruppe, die nur für sowas zuständig ist, die dann dieses Licht mit einer Liebe und mit Gesängen, mit diesen Tönen, die in dir eingebettet sind. Diese Töne besingen sie, also mit bestimmten Frequenzen. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Sagen, ja. Und dann betten sie dieses Licht sozusagen in die Mama ein. Also so, ich kann es jetzt nicht anders erklären. Also dann wirst du halt, verdichtet sich das und dann wirst du ein kleines Menschlein. Und trägst halt alles in dir, was du brauchst. Also, und die Ursprungsnamen, also das sind eben diese Töne der Prägung, die du erhalten hast. Und da muss man halt wissen, also ich kann es nicht mehr zählen, wie viele Ursprungsnamen ich in der ganzen Welt gechannelt habe. Wieder auf jedem Kontinent für so viele Menschen. Sind die Töne und die dann versucht werden in menschlicher Sprache sozusagen übersetzt werden. Und das ist dann der Ursprungsname. Und wenn diese Töne von dir gesprochen werden oder du mit diesen Tönen angesprochen wirst, dann bewegt sich ja etwas in dir, eine ganz tiefe Erinnerung, wer du tatsächlich bist. Und auch der Botschafter der Liebe bewegt sich dadurch anders und wird sehr viel fühlbarer. Also der Ursprungsname sind so im Prinzip eigentlich wie Codes und Erinnerungscodes, die du bekommst, in einem menschlichen Wort. In einem menschlichen Wort verpackt, weil es nicht anders geht, weil wir halt nun mal die menschliche Sprache haben. Ja. Und was ja sehr oft gefragt wäre und glaube ich, was auch sehr wichtig ist, dass es sehr viele, also es gibt bestimmt alleine ein paar tausend Fabienas. Ja, und warum ist es so? Es ist deshalb so, weil es nur begrenzt Worte gibt. Aber, und das ist wirklich wichtig zu wissen, von diesen tausenden Fabienas ist keine gleich. Also die sind nur ähnlich in ihrer Prägung, haben meist dieselben Ursprungseltern und kommen meist aus der gleichen Frequenz und tragen meist die gleichen Prägungen. Aber ein jedes Licht, was geboren wird, also ein jeder Mensch, der geboren wird, ist in seinem Licht einzigartig. Ja. Es gibt keine zwei gleichen Lichter auf diesem Planeten. Man könnte eigentlich sagen, Fabienna ist eine Grundprägung. Genau. Du hast eigentlich mal ganz schön erklärt, ich finde, das kann man auch hier sagen, dass der Ursprungsname an sich eigentlich sehr viel länger wäre. Genau. Du natürlich die ersten wichtigsten Grundprägungen nimmst. Ja. Jeder einzelne Buchstabe steht für eine Grundprägung. Und das, was dahinter geht, kannst du natürlich nicht alles aufschreiben, aber da hängt natürlich noch sehr viel mehr dran. Ja. Und natürlich auch die vielen Inkarnationserfahrungen, die jeder Einzelne gemacht hat. Ja, das wäre dann eher der Seelenname. Das hat mit Ursprungsname nichts zu tun. Okay. Es gibt schon etwas wie der Seelenname, da ist heute nicht mehr so, aber früher war das schon so, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe ja schon einen Seelennamen, warum brauche ich einen Ursprungsname? Ja, weil ein Seelenname etwas ganz anderes ist. Genau, der ist ja auf die Inkarnation oder manche Inkarnationen zugeschnitten. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Avalon warst und du kehrst zurück ins Universum, dann heißt es nicht, dass du in deine Ursprungsfrequenz zurückkehrst, sondern du gehst vielleicht irgendwo anders hin, dich zu erfahren und bist lange Zeit ganz woanders und dort kriegst du verschiedene Töne. Wäre dann der Seelenname, aber der Ursprungsname ist etwas, was wirklich mit deinem ursprünglichen Licht zu tun hat. Und das ist schon wichtig, also finde ich jetzt, darum mache ich es ja, dass einfach, wenn man den Ursprungsnamen spricht oder sich mit diesen Tönen verbindet, dass da innerlich ganz viel passiert. Was denn zum Beispiel, Biene? Ja, dass man sehr viel gezielter und schneller Energie aufnehmen kann, dass man besser erwachen kann, dass die ganzen Ebenen sich leichter miteinander verbinden. Aber was das Allerwichtigste ist, dass man sehr viel mehr die geistige Welt spürt in ihrem Wirken. Man rückt der geistigen Welt sehr viel näher. Und was genauso wichtig ist, dass alles, was in dir ist, was dir hilft, da ist ja Unmengen von Hilfsmitteln in dir.
dass die sich zum größten Teil aktivieren. Also dass die lebendig werden. Nicht alle, aber ganz viele. Und das macht mit einem Menschen natürlich was.